okay, ich werde es denen zeigen, ich werde nicht blind. Der kann mir jetzt sagen, was er will, ich werde nicht blind. Und als zweites habe ich gedacht, okay, und wenn ich doch blind werde, dann will ich nicht mehr leben. Ich wollte das Schicksal damit erpressen. Also ich wollte sagen, so, du musst mir jetzt gesunde Augen liefern, sonst spiele ich hier nicht mehr mit. Und Menschen, die sehr verzweifelt sind, so wie ich das da war, du bist bereit, alles zu tun. Du bist natürlich auch wirklich leichte Beute für alle möglichen Scharlatane. Unsere kaufmännische Leitung hat einmal zu mir gesagt, da gab es nämlich so eine Situation, da wollte ich noch eine Fortbildung machen und sie hat einfach entschieden, dass ich die nicht mache, ohne es vorher mit mir zu besprechen. Und ich habe gesagt, was ist da passiert? Und dann hat sie gesagt, du hast eine Familie, du bist hier schon in leitender Position, du bist blind, was willst du dir denn noch alles ans Bein binden? Das hat sie gut gemeint, aber das kann sie nicht entscheiden. Das kann ich entscheiden. Ich glaube aber schon, dass an so einer Situation, wie ich sie erlebt habe oder wie deine anderen Gesprächspartner sie erlebt haben, dass da auf jeden Fall eine Chance drin ist, sich ganz wesentliche Fragen ganz ehrlich zu stellen. Was will ich? Wer bin ich? Wer will ich sein? Ich glaube ja, dass Humor eine der stärksten Quellen für Resilienz überhaupt ist. Guten Tag, hier ist Janina Urusova und das Projekt In Your Moccasins. Die Indianer in Amerika sagen, urteile nicht über einen anderen, solange du nicht 2 Monde in seinen Moccasins gelaufen bist. Und genau das hat mich auf die Idee gebracht, Anfang des Jahres, als wir alle in der Quarantäne saßen, diese Interviewreihe zu beginnen. Denn ganz zufällig hatten wir die Möglichkeit, in den Schulen von unseren Freunden, die mit Behinderung leben, zu laufen. Wir durften nicht zur Arbeit, wir wurden isoliert, wir mussten mit unseren Lieben oder weniger Lieben daheim zurechtkommen. Wir konnten uns nicht mehr so richtig selbst bestimmen, wie wir gewohnt waren. Und wir waren von einer existenziellen Frage gestellt, werde ich gesund bleiben? Wird mein Business gesund bleiben? Werde ich noch meinen Arbeitsplatz bekommen? Und viele von uns hatten endlich mal die Chance, in der Ruhe sich die Frage zu beantworten, was mache ich hier auf diesem Planeten? Warum bin ich da und wie mache ich weiter? Und dann habe ich mir überlegt, dass sehr oft Menschen mit Behinderung als die Opfer angesehen werden, denen geholfen werden muss. Ich wollte den Spieß umdrehen und zeigen, dass gerade in den Krisenzeiten, die wir jetzt durchleben, und Hilfe suchen bei Coaches oder Gurus, dass gerade Menschen, die mit Behinderung leben, die Krisenexperten sind, die uns helfen können. Der irgendwann in ihrem Leben wurden sie mit einer Situation konfrontiert, wo das alte Leben zerbrochen ist, weil sie einen Unfall oder eine Krankheit hatten und neu ausrichten mussten. Und genau das werden sie hier mit uns teilen und uns darin unterstützen. Die Dörte Mark sagt, frage diejenigen, die wissen, wie es geht, anstatt mit denen zu jammern, die nicht wissen, wie es geht. Liebe Dörte, ich begrüße dich ganz herzlich bei der Reihe In Your Moccasins. Hallo. Hallo Janina, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke dir. Als blinde Rednerin und Moderatorin öffnet Dörte Mark ihren Zuschauern die Augen. Ich möchte Ihnen das Buch zeigen. Dörte, ich zeige gerade dein Buch. Ich halte das in die Kamera. Das ist das neue Buch von Dörte, das letzte Woche rausgekommen ist. Und ich lege allen an Herzen, dieses Buch zu lesen. Erzähl mal ganz kurz über dich. Wer warst du vor deinem 25. Lebensjahr, als es klar wurde, dass du nicht mehr sehen wirst irgendwann? Was waren deine Lebens- und berufliche Pläne kurz davor? Also kurz bevor war ich voll im Leben. Ich habe Akrobatik gelernt, ich habe Schauspiel gelernt, ich war auf einer Zirkustheaterschule in England. Ich habe gelernt, am Trapez zu turnen und nicht runterzufallen.
Und dann nach dieser Zirkustheaterschule habe ich eine Company gegründet mit 2 anderen jungen Frauen und wir waren Anfang 20 und sehr schnell sehr erfolgreich mit dem, was wir getan haben. Wir sind getourt durch Deutschland und waren in den Varietés, haben Theater für Kinder gemacht. Wir waren einfach viel unterwegs. Alles war bunt, alles leuchtete, alles schillerte. Ich liebte das. Ich war mittendrin. Ich dachte, das ist mein Leben und so könnte es immer weitergehen. Wie hast du die Nachricht empfangen und was waren dann die Stationen, die du durchgelaufen bist? Bevor ich diese Diagnose bekommen habe, hatte ich schon so eine gewisse Vorahnung. Also es gab vor allen Dingen rückblickend immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, ich sehe nicht so, wie andere sehen. Ich stolper manchmal, wenn es dunkel ist. Ich war sehr nachtblind. Aber ich habe das alles nicht ernst genommen und immer wieder erfolgreich verdrängt. Zumal ich auch wirklich gut und scharf sehen konnte. Und das ist ja eigentlich das, was auch immer beim Augenarzt, zumindest bei jungen Menschen, getestet wird. Also ich dachte, es ist alles in Ordnung und das andere sind irgendwie kleine Dinge, die keine große Rolle spielen. Aber Vorahnungen gab es. Bis es dann so war, dass ich mich habe gründlich untersuchen lassen bei einem Augenarzt, der mich auch schon von Kindesbeinen an kannte. Und der hat sehr schnell gemerkt, da stimmt was richtig nicht. Und dann hat er eine Untersuchung gemacht, die heißt Perimetertest. Da schaut man in so eine Halbkugel, in so eine Schüssel eigentlich und man starrt geradeaus auf 2 Punkte, die versucht man die ganze Zeit zu fokussieren. Und dann kommen von rechts, links, oben, unten kommen Leuchtpunkte zur Mitte hin. Und immer wenn du einen siehst, sollst du sofort ein Signal geben. Also man prüft mit diesem Test, wie groß ist das Gesichtsfeld. Und normalerweise hast du ja ein Gesichtsfeld, was quasi so 180 Grad ist. Du siehst also quasi ganz außen schon, dass irgendetwas da ist. Wenn du es auch nicht scharf siehst, aber du siehst normalerweise mit gesunden Augen, da ist was. Und dieser Test, ich habe mich total konzentriert, ich bin ehrgeizig, ich wollte es schaffen und dann kamen diese Punkte nicht und ich dachte, der Test ist kaputt und warum sehe ich die nicht? Und dann kamen immer ganz spät erst Punkte, die ich gesehen habe, die waren schon fast in der Mitte angekommen, dann habe ich sie eigentlich erst gesehen. Und dann habe ich gemerkt, hier ist irgendwas komplett nicht in Ordnung und ich fing an, total mir Sorgen zu machen und dachte aber immer noch, naja, da wird es wahrscheinlich was geben, Medikamente kriege ich jetzt bestimmt und hoffentlich keine Operation und so. Und dann sagte der Augenarzt, der mir dann am Ende mit all diesen Untersuchungsergebnissen gegenüber saß, der sagte dann nichts. Also der war ganz still und ich dachte, ja, komm nun sag, was ist? Und mein Augenarzt Dr. Gröger war so ein wirklich gutmütiger, liebenswürdiger, älterer Arzt, der eigentlich immer lächelte und der saß da, lächelte nicht und sagte nichts und dann dachte ich, oh weia. Irgendwann räusperte er sich und dann sagte er, es ist Retinitis pigmentosa. Und ich dachte, hä, das kenne ich nicht, was ist das, habe ich noch nie gehört. Und dann erklärte er mir, Retinitis pigmentosa ist eine sehr seltene, degenerative Erkrankung der Netzhaut, die man weltweit nicht behandeln kann, bei der man wirklich nichts machen kann, die man nicht aufhalten kann. Und er hat es nicht gesagt, aber ich habe es natürlich sofort verstanden. Ich habe gedacht, scheiße, das heißt, ich werde blind. So habe ich die Nachricht bekommen. Und ich war wirklich richtig geschockt. Natürlich war ich geschockt. Ich konnte es nicht fassen, ich konnte es auch nicht glauben. Und dann habe ich gedacht, sehr schnell, das kann gar nicht sein. Also ich doch nicht. Und überhaupt eine Krankheit, bei der man wirklich gar nichts machen kann. In der westlichen Welt, sowas gibt es doch überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, der Augenarzt hat keine Ahnung wahrscheinlich. Und das muss ich jetzt erstmal alles rausfinden, das kann doch gar nicht sein. Und als nächstes habe ich aber auch gedacht, okay, ich werde es denen zeigen, ich werde nicht blind. Der kann mir jetzt sagen, was er will, ich werde nicht blind. Und als zweites habe ich gedacht, okay, und wenn ich doch blind werde, dann will ich nicht mehr leben. So habe ich darauf reagiert. Dann folgten ja Jahre eines Ankämpfens und der Suche, und zwar auch nach Heilmethoden von Zauberern und Esoterik. Woher kommt das eigentlich? Warum macht man sowas? Ich fange noch mal ein bisschen vorher an bei diesem Schock. Natürlich hat man einen Schock, wenn plötzlich alles anders sein soll als vorher. Das ist komplett klar. Das ist eigentlich nur ein kurzer Moment. Und was dann kam, das habe ich genauso erlebt, ist in der Regel sowas wie, das kann doch nicht wahr sein und der Widerstand dagegen. Und das ist natürlich total normal, weil du ja das mochtest, was du vorher hattest, in aller Regel. Also es
ist ja was in Frage gestellt, was vorher gut funktioniert hat. Es kommt ja von außen. Du hast dich ja nicht entschieden, dass sich was ändert, sondern irgendetwas entscheidet, dass es so kommen soll. Und dagegen sich zu wehren, gerade Menschen, die darauf Wert legen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und selbst zu bestimmen, gehen sehr, sehr stark in Widerstand. Das habe ich auf jeden Fall getan. Und deshalb wollte ich ja alles tun, damit es nicht so kommt. Ja, ich weiß, dass es in Russland auch sehr verbreitet ist, alternative Heilmethoden und geistige Heilmethoden. Aber in Deutschland auch. Es wird noch nicht so viel darüber gesprochen. Ich glaube, es liegt daran, es gibt ja doch eine Menge, wo die Medizin eben nichts tun kann. Ich glaube, wir sind uns doch alle einig, wenn wir ein Loch im Zahn haben, gehen wir zum Zahnarzt und wir sind sehr froh, dass er dieses Loch in Ordnung bringen kann. Da würde eigentlich keiner zu einem Schamanen gehen und sagen, du, ich habe ein Loch im Zahn, mach mir das bitte wieder heil. Oder hilf mir zu erkennen, was ich tun kann, damit es wieder heil wird. Aber wenn wir in eine Situation kommen, wo eben das nicht wirkt, und vielleicht was getan wird, was nicht den Erfolg verspricht, oder es ist eine chronische Krankheit, dann sind Menschen, glaube ich, überall auf der Welt bereit, Dinge zu probieren, die außerhalb der Norm liegen. Was ja grundsätzlich in Ordnung ist, da ist ja viel Gutes dabei. Also gerade in der chinesischen Medizin kommen wir vielleicht noch drauf, das ist ja über Jahrtausende gewachsen, Erfahrungsmedizin, Kräuter, alles in Ordnung. Aber es ist eben auch ein riesengroßer Markt. Und Menschen, die sehr verzweifelt sind, so wie ich das da war, du bist bereit, alles zu tun. Und du brauchst auch gar nicht dieses Heilversprechen. Das ist in Deutschland ein wichtiges Thema in der Alternativmedizin, weil du darfst als Heilpraktiker kein Heilversprechen geben. Aber das musst du gar nicht. Wenn jemand so verzweifelt ist, dann reicht es, wenn der sagt, ich behandle sie gern. Das hieß für mich damals schon, ja, der kann mir helfen, der sagt mir jetzt, ich werde nicht blind. Und du bist natürlich auch wirklich leichte Beute für alle möglichen Scharlatane. Das ist leider so. Und dann ist es hinterher so, wenn es ja in sehr, sehr vielen Fällen eben nicht den Erfolg bringt, der irgendwie erhofft oder vielleicht auch doch, zumindest unterschwellig versprochen wurde, dann ist es auch eine Scham. Also auch ich fand dieses Kapitel zu schreiben nicht einfach, weil ich habe studiert, ich kenne schon irgendwie mich ein bisschen aus im Leben, habe ich gedacht, aber ich habe Dinge getan, die waren wirklich dumm, weil ich einfach mit dem Rücken zur Wand stand und weil ich gehofft habe, irgendwas muss mir doch helfen. Jetzt komme ich gerade auf den Gedanken, dass im Grunde genommen das ist der erste Moment, wo wir suchen, dass die Hilfe von außen kommt. Ja? Und eigentlich kommt sie dann ganz unvermittelt von innen heraus irgendwann. Ja, also am Anfang suchen wir immer noch nach, es muss doch irgendwas geben, damit wir das alte Leben zurückbekommen. Und dann gibt es ja diese Phase, wo viele, die das beobachten, schon sowas sagen wie, naja, du musst es akzeptieren, du musst dein Schicksal annehmen. Das kann man ja aber nicht auf Befehl, nicht auf Knopfdruck. Das ist ja ein Prozess, bis man dann wirklich so weit ist, dass man sagt, okay, dann ist es jetzt so. Und dann schaue ich, was ich jetzt tun kann mit der Situation, die sich geändert hat. Ich habe ja bemerkt, dass du 5 Jahre gebraucht hast. Raman Aranin hat 6 Jahre gebraucht. Der Christian Tiffert so auch die 6, 7 Jahre. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass es die Länge ist, mit der man rechnen muss, um so einen Prozess durchzugehen. Denkst du, dass man das verkürzen kann? Also erstmal denke ich, es ist bei jedem anders. Es kommt natürlich sehr darauf an, worum geht es eigentlich. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein Auge verlierst, auf dem anderen weiter siehst, ich glaube, das geht sehr viel schneller. Also da ist vollkommen klar, und da ist, also erstmal die äußeren Bedingungen sind bei jedem unterschiedlich, davon hängt viel ab. Und natürlich der Mensch selber, in welcher Situation ist der Mensch, wie alt und so weiter. Also erstmal glaube ich, das ist doch bei jedem nochmal unterschiedlich. Dann möchte ich nochmal sagen, in diesen 5 Jahren habe ich ja nicht nur gelitten, ich habe auch gelebt. Also zwischendrin hatte ich auch immer wieder gute Zeiten, aber es waren diese 5 Jahre, in denen ich sozusagen dann doch immer noch nicht akzeptiert war und es wirklich schwierig war. Gut, und ja, wie kann man es verkürzen? Ich glaube, dass Wissen da schon hilft. Wissen, gute Unterstützung
die hatte ich ja auch. Und ich glaube, was wirklich hilft, sind, wenn du gute Vorbilder hast. Was wirklich für mich so schwierig war, ist, ich hatte so ein schlechtes Bild von Menschen mit Behinderung. Nicht, dass die Menschen schlecht sind, sondern dass deren Leben so schlecht ist. Das war so mein Vorurteil. Und mit diesen Bildern bin ich ja groß geworden, Fernsehbilder und so weiter. Und so wollte ich auf keinen Fall leben, weil das schien mir kein Leben zu sein, das lebenswert ist. Und das hat es mir so unglaublich schwer gemacht. Hätte ich vielleicht positivere Bilder über ein Leben mit einer Beeinträchtigung, dann wäre es ja schon mal viel leichter gewesen. Wenn ich Frauen vielleicht nicht persönlich gekannt hätte, aber in den Medien schon gesehen hätte, darüber gelesen hätte, das gibt junge, selbstbewusste, attraktive Frauen, die leben ihr Leben und sind blind. Das kannte ich nicht und das hat es so schwer gemacht. Ich glaube, eine Hoffnung zu haben, dass es auch damit gut sein kann, eine Zuversicht zu haben, okay, und selbst wenn es so kommt, dann kann es trotzdem gut werden. Das ist total wichtig. Also die Bücher haben mir dann irgendwann wirklich geholfen, so eine Art von Aussicht zu haben, wie es trotzdem gehen könnte. Da gibt es ja Menschen, die sind blind, die machen die wahnsinnigsten Sachen. Also gibt es ja zwei, den Andi Holzer und den Eric Weinmeier, die auf die 7 höchsten Gipfel der Erde, eben beide auf Mount Everest geklettert sind. Und das hat mich insofern inspiriert, dass ich gedacht habe, okay, ich muss nicht auf den Mount Everest, aber wenn die Mount Everest blinden können, dann kann ich ja mal meinen Einkaufsbummel in der Stadt wieder in die Hand nehmen und das vielleicht bewältigen. Also ich fand das total gut. Was ich wenig gefunden habe, und das war auch eine große Motivation, mein Buch zu schreiben, ist so diese ganze Reise durch eben auch das tiefe Tal. Oft ist es sozusagen so schnell, ja, dann bist du im Rollstuhl, dann bist du blind und dann geht das Leben wieder los. Aber der Weg dahin und dass das auch normal ist, dass es ein langer Weg ist, das wollte ich gerne auch mit reinnehmen ins Buch, das war mir wichtig. Und gleichzeitig ist das Buch ja kein trauriges Buch. Auch diese 100 Seiten sind ja eigentlich keine traurigen Seiten. Das erstaunt mich jetzt gerade nochmal. Auch zu erkennen, wie ja in diesem Prozess einfach auch Leben geschieht, mit allem, was dazu gehört. Da passiert ja auch viel Lustiges und Skurriles und es geht ja alles weiter. Es ist ja nicht sozusagen dann alles nur schwerer Bewältigungsprozess. Also so ist das Leben ja zum Glück nicht. Nee, und du bist ja auch so eine Person, du bist ja kein Kind der Traurigkeit, finde ich. Ich glaube ja, dass Humor eine der stärksten Quellen für Resilienz überhaupt ist. Also wenn es dir irgendwie gelingt, vielleicht nicht in der allerdunkelsten Stunde, aber in allen Stunden drumherum immer noch was komisch finden zu können oder dich selbst nicht so ernst zu nehmen oder zumindest im Nachhinein nochmal drüber lachen zu können, das hilft enorm. Also das mit sich selbst nicht ernst zu nehmen in dem Interview, was gerade letzte Woche ausgestrahlt wurde mit Roman Aranin, der querschnittsgelähmt worden ist, ist praktisch genauso wie in dem Film Ziemlich beste Freunde oder Untouchables. Also genau das ist ihm passiert. Der sagt, dass er eben diese 6 Jahre da alles Mögliche versucht hat und irgendwann kam ein ziemlich bekannter Arzt für solche Fälle, der ist querschnittsgelähmt, der Roman. Hat ihn einfach vom Bett geschleift, so an den Beinen. Alle Leute in der Familie haben einfach den Atem angehalten, weil sie gerade nicht geatmet haben über diesen Menschen, der da lag. Und der Arzt sagte ja eben, naja, ich habe bei euch vor der Tür 2 Müllcontainer gesehen und eine Pfütze. Also legt ihn einfach draußen, wenn er trinken will, wird er bis zur Pfütze robben und wenn er essen will, wird er bis zum Container robben. Und ab diesem Moment sagt der Roman, naja, und da habe ich aufgehört, mich als eine Porzellanvase zu betrachten. Und ab dem Moment ging es leichter mit dem Leben und mit sich selbst. Eine Sache, die mir noch so in der Reflexion klar geworden ist, ich hatte ja auch den Gedanken, ich will dann nicht mehr leben. Und heute weiß ich, das war nicht ein echter Plan im Sinne von wirklich Suizidplan, sondern eher, ich wollte das Schicksal damit erpressen. Also ich wollte sagen, so, du musst mir jetzt gesunde Augen liefern, sonst spiele ich hier nicht mehr mit.
Und ich glaube, das ist auch noch etwas, was wir alle immer wieder tun, dass wir so einen Anspruch ans Leben haben, was das Leben uns zu bieten hat. Und es ist so, als wenn wir dann so sagen, ich habe diese Reise so gebucht und wenn das Hotel so nicht ist, dann reise ich wieder ab. Aber so ist das Leben ja nicht. Also das wäre ja auch total langweilig, wenn wir uns hinsetzen würden und schon vorher das Buch unseres Lebens schreiben und dann wird es so. So ist es ja eigentlich zum großen Glück nicht. Also es passieren einfach Dinge und mit denen gehen wir dann auf die eine oder andere Weise um. Weißt du, was mich etwas überrascht hat, was ich so noch nie im Leben gehört habe, dass du erzählt hast, dass du über junge Frau gehört hast und nicht die eine, die erblindet ist und die mit Hilfe ihrer Eltern auch das Leben beendet hat, weil eben das Hotel nicht so war wie gebucht, ne? Und sowas habe ich noch nie gehört. Ist das öfters? Leider ja. Ja, leider ja. Also da habe ich in dem Buch beschreibe ich ja, dass mir das so eine Mitschülerin in einer Ausbildung, die ich gemacht habe, so kurz mal so in der Mittagspause so erzählt hat. Ich war wirklich geschockt und fand es bösartig fast, weil ich dachte, vielleicht stimmt es gar nicht und was erzählt sie mir da? Also das war eine junge Frau mit der gleichen Diagnose wie ich, die nicht mehr leben wollte und die ist tatsächlich dann aus dem Leben geschieden, indem ihre Eltern ihr dabei geholfen haben. Will ich jetzt gar nicht weiter beschreiben, auf welche Weise. Aber ich habe das dann recherchiert, ja, der Fall stimmt. Und als ich das Buch, also das war ja, als sie mir das erzählt hat, vor 20 Jahren oder so. Und als ich das für das Buch dann nochmal recherchiert habe, habe ich genau das nochmal im Internet eingegeben, weil ich dachte, vielleicht finde ich diesen Fall, ja noch alte Zeitungen und so weiter. Habe ich nicht gefunden, aber ich habe ähnliche Fälle aus jüngerer Vergangenheit gefunden. Also passiert immer noch, ja. Weiß ich nicht, ob häufig, das will ich gar nicht sagen, aber es passiert, ja. Es ist natürlich jetzt eine sehr, sehr düstere Sache, die wir ansprechen und es ist einfach so schade, weil du weißt ja nie, ob nicht noch was Schönes kommt. Und meistens kommt ja was Schönes und was Gutes. Ja, wie du sagtest, schlimm ist zu erblinden, aber es ist nicht schlimm, blind zu sein. Genau, wenn ich jetzt von jemandem höre, der blind ist, dann denke ich immer, na und, bin ich auch. Aber wenn mir jemand erzählt, dass jemand frisch eine Diagnose bekommen hat und jetzt die ganze Reise vor sich hat, dann bin ich jedes Mal noch ganz schön mitgenommen, weil ich weiß, das wird nicht einfach. Und es ist auch vorher nicht klar, wie jemand durch diese Reise geht. Bei manchen geht es wirklich doch erstaunlich einfach, auch die Fälle kenne ich. Aber natürlich ist das bei jedem sehr unterschiedlich und das ist kein Picknick. Deine berufliche Veränderung, die ja in einer oder anderen Weise stattfindet, wenn man so eine einschneidende gesundheitliche Veränderung im Leben hat. Also was waren dann das sozusagen, ich nenne das blödeste Vorstellungen von dem, was du so im Leben machen könntest? Also ich hatte ja keine Ahnung, was ein blinder Mensch machen kann, weder privat noch beruflich noch überhaupt. Ich hatte gar keine Ahnung. Und alle Menschen um mich herum ja genauso. Die sind ja auch alle mit diesen Bildern von einsam, hilflos, hässlich, nutzlos groß geworden. Und ich war ja Artistin, ich war Schauspielerin, ich war auf der Bühne. Und dann sagte mein Vater zu mir, ich sollte jetzt wieder zu Hause einziehen bei Mama und Papa auf dem Dorf, dann würde schon für mich gesorgt werden. Und das meinte er natürlich absolut gut, gar keine Frage. Und in einer anderen Kultur, unter anderen Bedingungen wäre das vielleicht auch wirklich eine große Hilfe gewesen. Aber für mich war es undenkbar. Und dann sagte er, und dann könnte ich sicherlich Schreibkraft werden im Kreisamt. Und das ist für viele Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, sicherlich ein guter Job, wenn man eben gerne an einem Schreibtisch sitzt und mit Papier zu tun hat. Für mich, ich war Artistin, ich war Clown. Für mich war das also das wirklich, nein, also das ging gar nicht. Genauso wie es andersrum nicht gehen würde, wenn jemand mit Herzblut Sachbearbeiterin ist und das nicht mehr machen kann und dann jemand sagt, na macht nichts, dann kannst du ja jetzt Clown werden.
das wäre genauso absurd. Also es muss ja zu dem Menschen sozusagen auch passen, was man macht. Zumindest ein bisschen. Es muss ja nicht immer alles perfekt und 100% passen. Aber wenn es so das ganze Gegenteil ist von dem, was ein Mensch an Talenten und an Leidenschaft hat, dann glaube ich, kann das nicht gut funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass bei Behinderung zwei Arten der Berufsbilder gibt. Die eine Art der Behinderung, das ist, wo Behinderung praktisch als Expertise da ist, die zum Beruf wird. Das ist Dialogue in the Dark zum Beispiel oder Dialogue in Silence. Und die, die seltsamste Ausrichtung ist es, das ist Callcenter, ja, wo man denkt, nicht behinderte Menschen, und das hatte ich mal in dem russischen Parlament vor vielen Jahren erfahren, naja, und dann machen wir irgendwo große Callcenters, wo sie sitzen. Ja, also abstrakt. Da sitzen irgendwelche Behinderte und telefonieren, weil sie ja sich nicht bewegen können. Ja, und das ist deren Expertise, weil sie sich nicht bewegen können. Ja, und so. Und das ist das eine. Und das andere ist ein Beruf, das neben der Behinderung läuft oder von Behinderung nicht abhängig ist. Das ist wie Moderatorin, wie du das machst, ja, oder das ist HR-Direktor oder Projektmanager oder Dolmetscher. Da hat die Behinderung als solche im Grunde genommen kein Einwirken auf das. Und du hast beides miterlebt. Was war der Weg dazwischen und wo siehst du Stärken und Schwächen von jedem Modell? Also ich habe mein Studium abgeschlossen, auch nicht ganz vernünftig, wie es meine Art ist, habe ich dann Sport studiert, weil das einfach meine Leidenschaft war. Also Sport war eins meiner Hauptfächer, Pädagogik und Linguistik habe ich studiert, das war mein Abschluss. Und danach bin ich dann auf Dialog im Dunkeln gestoßen sozusagen. Mich hat das Projekt fasziniert. Also ich erkläre es nochmal ganz kurz, weil es vielleicht nicht alle, die uns zuhören, kennen. Es gibt komplett lichtlose Räume, also man hat wirklich überhaupt kein Licht. Und dort sehr lebensechte Szenerien, ein Park, eine Stadt, eine Bar, eine Bootsfahrt sogar. Das hat mich total fasziniert. Es war ja fast wie Theater, also ne, quasi eine Art Kulisse oder so jedenfalls was, ja, und dadurch, dass es kein Licht gibt, ist die Idee, so wird es gemacht, blinde Guides führen sehende Besucher durch diese Installation. Und die sehenden Besucher vertrauen sich dem Guide an, erleben ihre anderen Sinne, hören, riechen, schmecken, fühlen, erleben diese Welt. Und das ist ja quasi, ne, dein Programm heißt In Your Moccasins, das ist ja genauso. Also quasi für diese 1,5 Stunden einmal nichts zu sehen und sich darauf einzulassen. Das passiert da. Gut, das hat mich also fasziniert und ich habe dann dort angefangen. Relativ schnell war mir aber klar, wenn ich dort bleiben will, dann brauche ich mehr Entwicklungsmöglichkeiten, als die Führung dort zu machen. Das fand ich auch immer toll. Dafür hatte ich aber sozusagen nicht studiert, war so mein Gedanke. Ne? Also ich wollte einfach da mehr und mehr von dem, was ich vorher schon an Qualifikationen hatte, mit reinbringen können. Und das hat gut funktioniert. Ich hatte dann ja die Position der Bereichsleiterin Bildung, so hieß es, und war dann für die pädagogischen Programme zuständig, erst für Schulklassen und Lehrer und später dann für die Businessprogramme. Ja, und jetzt hattest du ja diese Kategorie sozusagen aufgemacht. Es ist ein Beruf oder ein Berufsfeld für Menschen mit einer Behinderung, wo die Behinderung als Expertise da ist, genutzt wird. Das war für mich insofern klasse, da war ich ja noch am Anfang vom Blindsein und am Anfang vom Berufsleben. Es hat mir das sehr leicht gemacht, weil Blindsein keine Hürde war für das, was ich tat, sondern eher das, was man auch noch genau braucht, um jetzt diese Arbeit so machen zu können. Das war für mich, um mich dann auch quasi auf das Berufsleben mit Behinderung einlassen zu können, um sich mit mir und jetzt bin ich wieder zurück dabei, mein eigenes Geld zu verdienen, um sich damit auszusöhnen, war das ganz großartig. Ganz abgesehen davon, dass es insgesamt für diejenigen, die dort als Besucher hinkommen, die dort
zum Lernen hinkommen, die dort sich in Teams- und Führungskräftegruppen coachen lassen, eine großartige Sache ist, war es auch für mich wie für ganz viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz wunderbar. Was denkst du, was gibt es noch so Berufsbilder, wo Behinderung als solche, sagen wir jetzt Blindheit, als Expertise oder ein Pluspunkt ist? Es gibt ein ja, relativ neues Berufsbild, Tastuntersucherin, Discovering Hands. Das ist eine Ausbildung für blinde Frauen, die ausgebildet werden, um Brustuntersuchungen zu machen, also Brustkrebsvorsorge, die also in Frauenarztpraxen sich sehr viel Zeit nehmen, um von den Patientinnen die Brust abzutasten und natürlich dann weil man als blinde Frau eben über den Tastsinn ohnehin viel macht, liegt das nahe, hier sozusagen die Blindheit als Kompetenz zu nutzen. Das ist etwas. Dann gibt es sicherlich eine Reihe von, wo es zumindest ja, eine Ressource sein kann, die man nutzen kann. Ich denke so an den ganzen Coaching, psychologischen Bereich. Klar, du siehst nicht Gestik, Mimik, Körpersprache, das fehlt, aber vielleicht gibt es zumindest einen Teil der blinden Menschen, die wirklich gelernt haben, sehr gut zuzuhören, zwischen den Zeilen zu lesen, in der Stimme viel zu erkennen an Emotionen oder was gerade wichtig sein könnte, das denke ich. Radio natürlich, da gibt es ja auch, ne? Jetzt, weil das Buch gerade neu ist, habe ich jetzt eine ganze Reihe von Radiointerviews machen dürfen. Also ich bin interviewt worden. Ich habe jetzt mal gedacht, das ist irgendwie auch ein bisschen wie bei mir. Ne? Man hat den Ton, aber kein Bild dazu. Wenn wir jetzt schon dabei sind bei der Arbeit, da kommt gerade der Moment, wo es eine Ausschreibung gibt oder es gibt was zu gewinnen. Bei uns in unserer Sendung gibt es etwas zu gewinnen und zwar was ganz Kostbares, was sonst vor viel Geld gibt. Dörte Mark hat sich erboten, 1 Stunde Coaching jemanden zu schenken, der oder die eine Aufgabe löst. Und zwar, die Aufgabe geht in 2 Richtungen. Die eine ist, bitte schreibt unten dem Video in den Kommentaren, welche Arbeit Dörte haben könnte, in welchem Unternehmen, in welcher Position, mit welchen Aufgaben könnte Dörte jetzt arbeiten. Und die zweite Aufgabe ist es, stellen Sie sich vor, Ihr engsten Bekannten- und Freundenkreis. Sie finden da sicherlich Menschen mit Behinderung, denn Menschen mit Behinderung sind 1/4 der menschlichen Population. Überlegen Sie, ob diese Menschen Arbeit haben, was für Ausbildung sie haben. Arbeiten Sie in dem Beruf, das Ihrer Ausbildung entspricht, Ihren Talenten und Qualifikationen oder nicht? Stellen Sie sich ein Bild vor, das Unternehmen, das Arbeitsumfeld, wo diese Menschen nach ihrer Ausbildung, nach ihren Talenten den bestmöglichen Job in ihrem Leben haben können. Und schreiben Sie das bitte auch in den Kommentaren. Das Interessanteste, was Dörte denkt, dass es so ist, der oder die wird dann diese Stunde Coaching mit Dörte bekommen. Ja, ich freue mich da jetzt schon drauf. Also erstmal auf die Kommentare und die Ideen, aber natürlich dann auch aufs Coaching. Mhm. Also Dörte, ich mag total falsch liegen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du in dem einer der wichtigsten Fernsehkanälen deine eigene Sendung hast, egal zu welchem Thema. Du bist dein eigener Chef, wenn sowas im deutschen Fernsehen gibt. Und du darfst bestimmen, was du machst. Und es muss nicht um Behinderung oder Inklusion gehen. Ja? Also es muss nicht jetzt sozusagen deine Behinderung nicht zur Expertise in diesem Fall werden, weil es gibt vieles, worüber du sprechen kannst. Das ist interessant, dass du das sagst. Also ich bin ja Moderatorin für Tagungen und Kongresse und ich bin tatsächlich dazu gekommen über das Thema Inklusion, weil irgendwann war die Welt so weit, dass zu diesen Veranstaltungen sich die Veranstalter vorstellen konnten,
ist doch interessant, wenn die Moderatorin auch eine Beeinträchtigung hat. Dann war so, lass mal probieren, auch von meiner Seite, also mal gucken, ob es geht. Ja, das ging, mir hat es riesig Spaß gemacht und so hat sich das quasi entwickelt. Es kamen einfach immer mehr Anfragen. Jetzt bin ich selbstständig und habe das Glück, dass ich meine eigene Assistentin aussuchen kann und mit ihr zusammenarbeiten kann. So bin ich sozusagen für meinen Auftraggeber, der mich jetzt für seine Veranstaltung bucht, tatsächlich eigentlich gar nicht anders als jede andere Moderatorin. Vielleicht würde ich gerne noch sagen, jede andere gute Moderatorin. Also ich bin genauso wie jede andere gute Moderatorin auch, weil meine Assistentin mir sozusagen den Rücken frei hält bei allem, was drumherum ist. Also die ist nie mit auf der Bühne, das ist ganz klar, da bin ich allein. Aber jetzt überhaupt, wie ist die Bühne aufgebaut, das vorher zu erkunden, aber auch so ganz simple Dinge. Ich komme dann ja immer in neue Räume, vielleicht sind es irgendwie Tagungshotels oder was auch immer, Veranstaltungshotels oder Veranstaltungshallen. Ich kenne mich da ja nicht aus und es wäre mir sehr unangenehm, wenn ich meinen Auftraggeber bitten müsste, mir die Toilette zu zeigen. Das ist natürlich super, dass ich da meine Assistentin dabei habe. Auch nochmal zu checken, sitzen die Klamotten, Make-up, all sowas. Also die Bedingungen müssen schon stimmen. Abhängig von der Behinderung braucht man da ja einen gewissen Rahmen, vielleicht auch technische Dinge und so weiter, damit es dann sozusagen wirklich funktionieren kann. Dass du als Mensch mit Behinderung auch wirklich dein Geld wert bist für deinen Auftraggeber. Ich war ja selbst Arbeitgeberin von Menschen mit Behinderung und ich weiß ganz genau, dass ich öfters vor Paar gegangen bin, nicht öfters, aber schon das eine oder andere Mal, wo ich meine Mitarbeiter und Kollegen unwissentlich und unwollentlich eigentlich etwas so bemütternd oder so wie Kinder oder nicht so ernst genommen habe, würde ich jetzt sagen. Und das ist das eine, da wollte ich dich fragen, ob du das in deiner Arbeit auch erlebt hast. Und das andere ist, und das ist mit der ersten Frage verbunden, du arbeitest ja seit Jahren mit Großindustriellen, die ja auch der Gedanke der Inklusion verschrieben sind, mehr oder weniger. Wo siehst du da die Barrieren im Kopf, die einfach da sind und die einfach nicht gesehen werden, auch wenn man die beste Absichten hat? Fangen wir mal bei der ersten Frage an, ob ich das auch, dieses Überbehüten sozusagen von meiner Chefin, meinem Chef schon mal erlebt habe. Ja, was kann ich dazu sagen? Also zum einen glaube ich, zumindest nach außen bin ich dann oft sehr tough, eben nicht immer, muss ja auch gar nicht, soll auch nicht, aber nach außen habe ich schon so ein bisschen was, dass ich auch ausstrahle, auf keinen Fall Mitleid und betüdel mich nicht und so, das ist mal so das eine. Aber trotzdem kannst du nicht jeden daran hindern, das zu tun. Also ich hatte auch eine Zeit lang eine Chefin, die genau das immer tat und die dann sozusagen auch vor Publikum, hätte ich beinahe gesagt, nochmal an mir rumzupfte, wie so eine Mami. Und ich habe immer Angst gehabt, das schreibe ich glaube ich auch in meinem Buch, dass sie irgendwann auf ihr Taschentuch spuckt, um mir noch mal ein bisschen Wimperntusche von der Nase zu wischen oder so, vor versammelter Mannschaft, ohne das vorher zu sagen und so weiter, wie man eben so ein Kind behandelt. Das war bei ihr so drin und das sozusagen abzustellen, war wirklich nicht so einfach. Aber es macht ja was mit dir, wenn du so behandelt wirst. Also damit musst du umgehen. Ich bin sehr gnädig, ich verzeihe da auch sehr viel, aber es macht trotzdem ein bisschen was, ja. Und was auch passiert, ich glaube, das passiert wirklich sehr vielen Menschen mit Behinderung, dass die Menschen, die ihnen vorgesetzt sind, ihre Teamleiter sind oder Chefs sind, so das Gefühl haben, ich muss die doch ein bisschen schützen, ich muss sozusagen für die denken. Also was wirklich schwer ist, ist nicht nur überhaupt Arbeit zu finden, sondern wenn du dann wirklich weiter möchtest, dann ist es echt schwer, weil oft der Vorgesetzte denkt, sie oder er hat ja schon eine Behinderung und ist ja jetzt vielleicht schon am Limit. Wie schwer muss das sein, mit Behinderung diese Leistung zu bringen? Die nächste Karrierestufe will ich ihm oder ihr nicht zumuten. Sowas ist, glaube ich, ganz fest in den Köpfen verankert. Und das ist natürlich auch
echte Form von Überbehütung, weil das kann diese Person ja sozusagen so nicht beurteilen. Also vielleicht ja doch. Unsere kaufmännische Leitung hat einmal zu mir gesagt, da gab es nämlich so eine Situation, da wollte ich noch eine Fortbildung machen und sie hat einfach entschieden, dass ich die nicht mache, ohne es vorher mit mir zu besprechen. Und ich habe gesagt, was ist da passiert? Und dann hat sie gesagt, du hast eine Familie, du bist hier schon in leitender Position, du bist blind, was willst du dir denn noch alles ans Bein binden? Das hat sie gut gemeint, aber das kann sie nicht entscheiden. Das kann ich entscheiden, was ich sozusagen mir zumuten möchte, was ich leisten möchte, leisten kann oder nicht. Es gibt immer noch wenig Menschen mit Behinderung, die in der Arbeit sind. Was denkst du, ist der Grund für? Also ich würde sagen, das ist nicht ganz richtig. Ich moderiere ja häufig zu dem Thema. Also es sind schon wirklich sehr viele Menschen mit Behinderung in Arbeit. Die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung ist sehr viel höher, das stimmt, als die von nicht behinderten Menschen. Das ist auch richtig. Und ich kann natürlich vor allen Dingen für Deutschland reden. Ich kenne in anderen Ländern die Zahlen. Ich weiß, dass die Situation häufig anders ist, natürlich. Auch gerade in Nicht-Industrienationen und so weiter ist das sicherlich nochmal anders. Aber gut. Was sind die Barrieren in den Köpfen derer, die entscheiden, wer ins Unternehmen kommt oder wer im Unternehmen bleibt? Also die meisten Behinderungen passieren ja im Laufe des Lebens. Da haben Menschen ja schon Arbeit. Und dann ist die entscheidende Frage, kann dieser Mensch in dem Unternehmen bleiben oder nicht? Da wird ja mittlerweile auch viel getan. Das ist alles gut, auf einem guten Weg, sagen wir mal so. So, ich habe mittlerweile die Erfahrung, dass Unternehmer doch schon offener werden, insbesondere wenn sie schon Menschen mit Behinderung im Unternehmen haben. Und das sind immerhin 2/3 aller Unternehmen in Deutschland haben Mitarbeiter mit Behinderung. Und die Hälfte, fast die Hälfte, ich kenne die Zahl jetzt gerade nicht ganz genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber in die Richtung geht es, erfüllt die Quote. Das bedeutet 5% der Mitarbeiter haben eine Behinderung. Aber auch 1/4 der Unternehmen haben keinen einzigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mit Behinderung. So. Und diejenigen, die schon damit Erfahrung haben, die sind offener, weil sie eben offensichtlich auch gute Erfahrungen gemacht haben und sind dann eher bereit, noch mehr Menschen mit Behinderung einzustellen. Ich denke, jemand, der in der Entscheiderposition ist oder der ein Unternehmen leitet, der hat natürlich gerechtfertigterweise das Interesse, die Arbeit muss getan werden und jemand, der bezahlt wird für das, was er tut, der muss eine gewisse Leistung bringen. Das ist, glaube ich, dem Unternehmer viel wichtiger, als hat dieser Mensch hier eine Behinderung oder nicht. Es muss einfach laufen und der Mensch muss zu dem Arbeitsplatz passen. Das ist so das Größte, was ein Unternehmer möchte. Und er möchte es auch nicht so kompliziert. Gerade in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Angebote und Unterstützungsangebote und Institutionen zu dem Thema Menschen mit Behinderung in Arbeit. Aber es ist häufig sehr kompliziert, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Die sagen sehr oft, ich möchte, dass ein Kümmerer kommt und mir erklärt, welche Möglichkeiten, welche Fördermöglichkeiten habe ich auch, was sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ich dann sozusagen auswählen könnte. Ja, ich glaube, das ist das, was ein Unternehmer braucht. Ich glaube, die Barrieren in den Köpfen sind nicht immer das entscheidende Thema. Es sind tatsächlich auch schon wirklich betriebswirtschaftliche Überlegungen. Wenn ich Fachkräftemangel habe, dann überlege ich mir, wen brauche ich, und dann spielt es vielleicht nicht mehr die ganz große Rolle, hat dieser Mensch eine Behinderung, wenn dafür gesorgt ist, dass es Ausgleiche gibt, dass bauliche Anpassungen möglich sind, dass es vielleicht für blinde Menschen entsprechende Computerausstattung gibt, die Software angepasst wird und so weiter. So, da wir bei Computerausstattung sind, da habe ich ein paar wichtige Fragen, die mich brennend interessieren. Also Menschen mit Behinderung, sie gelten ja als innovativ. Und auch das ist ein der Argumente jetzt so in den Medien, warum es gut, dass ein Mensch mit Behinderung in einem Unternehmen ist, dass er die Innovation kommt. Das wird selten spezifiziert. Aber ich stelle gerade fest, dass ihr alle sozusagen Early Adapter von digitalen Technologien sind und im Grunde genommen diese Krise hat Menschen mit Behinderung, die schon längst im Homeoffice arbeiten und mit digitalen Mitteln, mit Computer umgehen, die hat es weniger getroffen. Und
du arbeitest ja mit dem Computer blind. Und für mich wäre es ein Horrorszenario, weil ich arbeite, ja, gut, ich gucke, wie wir alle, wir gucken ja auf den Bildschirm. Ja, na klar, ja, ja. Meine erste Erfahrung mit Anatoli Papko in Dialog in the Dark in Moskau, noch bevor Dialog in the Dark gab, ich habe mit ihm ein Gespräch gehabt und er saß vom Computer mit einem schwarzen Bildschirm. Ups. Und das war so ein Aha-Erlebnis. Ja, oh, wie geht's denn das? Und wie machst du das überhaupt? Wie kommst du da zurecht in der Dunkelheit? Also es ist ja nicht so, dass wenn du blind wirst, plötzlich die Fähigkeit hast, blind mit einem Computer umzugehen, sondern das musst du lernen und das ist dann auch erstmal mühsam und frustrierend. Aber dann ist es natürlich eine Riesenhilfe, dass es geht und das ist ja sozusagen das Wunderbare an unserer Zeit. Das war ja früher alles so gar nicht möglich. Ja, also tatsächlich rein technisch funktioniert es über eine sogenannte Sprachausgabe. Der Computer liest mir vor, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ich navigiere mit Tastenbefehlen, ich kann ja nicht mit der Maus arbeiten. Das heißt, ich springe zur nächsten Überschrift, zum nächsten Link, zum nächsten Feld, was auch immer. Also das weiß ich natürlich dann alles auswendig, wie ich da sozusagen schnell hinkomme. Und so kann ich dann auf Webseiten navigieren, in Texten navigieren, die bearbeiten und so weiter. Dann gibt es noch eine Braillezeile, also so eine mechanische Zeile vor der eigentlichen Tastatur. Also ich tippe ganz normal auf der Tastatur 10 Finger blind, aber vor der eigentlichen Tastatur gibt es die Braillezeile. Da kommt dann mechanisch quasi so kleine Nupsis raus, sodass du das dann auch noch lesen kannst, was auf dem Bildschirm zu sehen wäre. Sodass es also quasi in Sprache und in tastbare Informationen umgesetzt wird, was auf dem Bildschirm los ist. Und wie sortierst du deine Dateien auf dem Speicher? Ich glaube, das tue ich gar nicht anders als ein sehender Mensch. Also ich lege Ordner an und die benenne ich und dann packe ich die richtigen Dokumente da in diese Ordner rein und dann tue ich mehrere Ordner wieder in einen übergeordneten Ordner. Also so, das ist eigentlich ganz normale, also das, was dieser Computer kann, leistet und so weiter, das ist nicht anders als bei sehenden Menschen auch. Aber dein Computer spricht mit dir, der sagt dir, dieses Ordner, das andere Ordner, dann... Ja. Mhm. Genau. Was nicht nur das Word-Dokument, sondern auch sozusagen, also das, was in dem Dokument steht, wird mir vorgelesen, sondern alles drumherum auch. Also alles, was du auf dem Bildschirm siehst, wird mir vorgelesen und das natürlich auch nicht wild durcheinander, sondern ich kann eben da auch navigieren, dass ich weiß, wo ich welche Informationen dann sozusagen zu diesem Dokument jetzt bekomme. Als dann die iPhones auf den Markt kommen, war es ein bisschen Schleichwerbung, weil es wirklich einfach sehr viele blinde Menschen nutzen das iPhone, weil da dann nicht eine extra Software ist, sondern auf jedem iPhone ist die Software, könntest du bei dir auch einstellen, nur du brauchst sie nicht. Sodass alles, was auf diesem Touchscreen ist, auch mir vorgelesen wird und ich das alles so nutzen kann. Das ist total großartig. Und es geht weiter, das wollte ich sagen, indem ich jetzt quasi auch Beschreibungen von Fotos bekomme. Also ich bin natürlich bei Facebook und was mir da gepostet wird, es wird immer mehr, wie dieses Bild beschrieben wird. Natürlich habe ich noch nichts von dem Bild, aber ich weiß immerhin, auf diesem Bild ist Pflanze, Wasser, es ist draußen und es sind 2 Personen, die lachen auf dem Bild. So kann es sozusagen schon das erkennen. Oder wenn ich selbst Fotos mache, dann sagt es mir, ein Gesicht mittig lacht oder so. Und sowas alles kann das schon. Oder ich kann meinen Hund fotografieren und dann sagt es mir, das ist ein Hund. Benutzt du das Telefon als Navigation im Raum? Ich meine in der Stadt oder so, weil... Genau, also es gibt so Navis für Blinde, die du dann eben auf dem iPhone hast, dass du sozusagen den Weg finden kannst, die Ansagen hast, wie beim Auto, nur eben zu Fuß. Und auch in der Fußgängerzone, dass du, wenn du durch die Fußgängerzone gehst, immer die Information bekommst, welches Geschäft rechts oder links ist. Total hilfreich alles, ja. Es gibt 3K für die Frauen. Ja? Und das ist nicht Kirche, Küche und Kinder, sondern Kleider, Küche bleibt und Kommunikation. Ja? Für
über Kommunikation haben wir es gesprochen. Lass dich nicht mal drauf ein, Janina. Wie kaufst du ein? Wie weißt du, welche Farbe? Wie weißt du, wo du einkaufst? Kaufst du im Geschäft oder wie machst du das blind? Dadurch, dass ich ja quasi bis Ende 20 gesehen habe, habe ich auch so eine Idee, was so mein Stil ist oder was mir gefallen könnte und was nicht. Also das ist vielleicht doch nochmal anders, wenn man nicht gesehen hat, dann muss man sich über andere Wege nochmal entscheiden, wie will ich denn eigentlich, dass ich mich kleide. Aber für mich ist sozusagen die Erinnerung da total wichtig, auch die Erinnerung an die Farben, die sehe ich in meinem Kopf nach wie vor. Mir ist es mal passiert, dass ich den ganzen Tag ein grünes T-Shirt anhatte und ich dachte, es sei ein schwarzes. Und dazu hatte ich eine orangefarbene Hose an. Das hätte ich so nie angezogen, grünes T-Shirt oben hoch. Also ich wusste auch so ungefähr welcher Farbton, das war eine blöde Kombination. Und ich habe mich den ganzen Tag in oben schwarz, unten orange vorgestellt. Und als ich das abends irgendwie erfahren habe, weil ich das, keine Ahnung, das hat mir jemand gesagt oder was weiß denn ich war richtig geschockt, weil ich mich den ganzen Tag anders gesehen habe und das wollte ich sozusagen, so tragen und dann war das anders. Okay. Das passiert aber selten, weil das kann nur passieren, wenn ich sozusagen zwei T-Shirts habe, die sich identisch anfühlen und ich nicht das Farberkennungsgerät nutze, weil das gibt es auch, dass du auf die Kleidung so ein kleines Gerät hältst, das iPhone kann es auch und dann sagt es dir, welche Farbe das ist. Ja, und meine Klamotten im Schrank, die kenne ich alle. Ich glaube, da bin ich auch nicht anders als sehende Frauen. Auch du kannst wahrscheinlich nicht vor deinem Kleiderschrank stehen, sondern irgendwie im Bett liegen und dir schon mal überlegen, was du anziehst, weil du einfach weißt, was du im Schrank hast. Na klar steht man dann, wenn man sehen kann, auch mal davor, aber man kann auch anders. Also die meisten Frauen zumindest können auch anders und können sich vorstellen, was sie da denn eigentlich haben und was sie heute vielleicht tragen wollen oder so. Ist so, Janina, oder? Ja, stimmt. Aber ehrlich gesagt habe ich nie dran gedacht. Weißt du, ich habe immer gedacht, die blinden Frauen und Männer, wie machen sie das? Aber klar, und auch sogar, das ist zum ersten Mal, wo ich das wirklich so mir vorstelle, klar, du fühlst es und du weißt, was das ist. Und da haben Frauen vielleicht noch mal einen kleinen Tick leichter, weil wir ja so viele verschiedene Schnitte und Materialien und Knöpfe und Reißverschlüsse und hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit. Also dadurch fühlen sich unsere Kleidungsstücke ja sehr viel anders an als ein Mann, der sich vielleicht klassisch mit Oberhemd und Sakko immer kleidet. Das fühlt sich wahrscheinlich dann ähnlicher an. Also meine Kleidung fühlt sich dann doch sehr unterschiedlich an. Die finde ich einfach in meinem Schrank. Sortiere mir die natürlich auch noch mal so ein bisschen, aber das ist jetzt gar nicht, also meistens finde ich es auch. Ja, einkaufen mache ich tatsächlich anders, als wie ich es wahrscheinlich sehend machen würde. Ich habe so vor allen Dingen eine Boutique, die ich einfach sehr liebe und da kenne ich mittlerweile auch, oder schon sehr lange kenne ich die Frau, die die Boutique dort macht und auch ein paar ihrer Mitarbeiterinnen. Das ist sozusagen meine Haupteinkaufsquelle und dann habe ich noch ein paar andere, wo ich mittlerweile auch sozusagen weiß, mit welcher Verkäuferin ich das gerne machen möchte. Ich habe zum Beispiel einen Laden, da frage ich immer, ob sie da ist und wenn sie nicht da ist, dann mache ich es auch nicht, weil ich weiß einfach, dass sie mir das gut beschreibt, dass sie mir auch sagt, was nicht gut aussieht und dass sie so eine Idee hat, was ich möchte. Das ist immer nicht so einfach mit Verkäuferinnen, die damit noch keine Erfahrung haben. Aber ich muss sagen, auch sehenderweise habe ich ja gelernt, dass man sich auf Verkäuferinnen eigentlich normalerweise nicht gut verlassen kann. Weil die finden immer, oh, das ist so süß, das steht ihnen so gut. Das sagen sie doch immer. Und dann stimmt das überhaupt nicht, oder? Also da braucht man auch sehenderweise schon Glück, wenn man eine wirklich ehrliche Verkäuferin haben möchte. Ich fühle das alles und dann habe ich gerne, dass die Verkäuferin was sagt und dann noch entweder meine Freundin oder mein Mann oder meine Tochter, die ist jetzt 16, die kann das auch schon ganz gut. Ja, so mache ich das eigentlich. Vielen Dank. Und deine Küche, sie redet mit dir. Du kochst gerne, du machst es, deine Kinder beanspruchen dich wie eine ganz normale Mama. Du machst Partys für deine Kinder und Catering und sonst was alles. Du kochst. In meiner Küche kenne ich mich einfach blind aus und das ist der große Unterschied. Also da denke ich auch nicht drüber nach. Ich weiß, in welcher Schublade was ist. Ich weiß, wo ich was finde. Manchmal, wenn es eine größere Sache ist, frage ich dann vorher irgendwie meinen Mann oder die Kinder, ist das noch gut oder wie lange muss es kochen oder keine Ahnung.
könnte man auch alles irgendwie scannen und machen und so. Da bin ich aber oft irgendwie, finde ich es schneller, jemanden kurz zu fragen, so mache ich das oft. Aber Schwierig wird es, wenn ich in einer fremden Küche bin, dann, ich habe dich gerade nicht verstanden. die Gerätschaften. Ja, die Also Gerätschaften Herd, sind eigentlich gar nicht so ungewöhnliche Gerätschaften. Also der Herd ist so ein Induktionsherd. Wichtig war, als wir den gekauft haben, dass er noch so richtige Knöpfe hat, also kein Touchpad, sondern dass ich die an Knöpfen die Temperatur einstellen kann. Ist aber sonst ein Feld, was eben sozusagen dann ja, so ein Induktionsherd halt sozusagen. Ich weiß, wie ich die Maschinen einstelle. Die reden eigentlich, ich habe jetzt keine, die wirklich mit mir redet im Sinne von, jetzt bin ich auf 100 Grad eingestellt oder so. Nee, das habe ich mir sozusagen eher so tastbar gekennzeichnet. viele meiner Gesprächspartner erzählen, dass sie vor dem Unfall zwar ein erfülltes Leben haben, ich meine erfüllt in dem Sinne, dass es sehr viel verschiedene Sachen gab und es erfolgreich war und alle sozusagen ins Haus fiel, aber es gab die innere Ruhe und Zufriedenheit nicht mit sich selbst und mit dem Leben. Und dass nach dem Unfall, nach dieser Phase des Zurückfindens zu sich selbst und ins Leben, etwas passiert ist, was einen auf sich selbst gestellt hat, dass man verstanden hat, was man möchte, wie man will, wer man selbst ist. Und da kam eben dieses Gefühl der Ruhe und der Zufriedenheit, was eigentlich jeder jetzt sucht, ob es jetzt in Tibet ist oder bei einer Meditation oder ja, war das bei dir auch so? Ich würde das schon sagen, ja. Und gleichzeitig finde ich die Frage gar nicht so ganz einfach, weil es ja über so einen langen Zeitraum geht. Weißt du, dass du mit 25 eine andere innere Unruhe hast als mit 52, ist ja wiederum auch eigentlich normal. Ich weiß ja nicht, wie ich wäre, wenn ich nicht blind geworden wäre. Also deshalb bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig, wenn ich das so sage. Ich glaube aber schon, dass an so einer Situation, wie ich sie erlebt habe oder wie deine anderen Gesprächspartner sie erlebt haben, dass da auf jeden Fall eine Chance drin ist, sich ganz wesentliche Fragen ganz ehrlich zu stellen. Was will ich? Wer bin ich? Wer will ich sein? Was sind die Chancen, die ich wirklich ergreifen will? Was sind meine Werte? Also man setzt sich schon, zumindest wenn man es wirklich bewältigen will, doch sehr mit sich selbst auseinander. Und das ist natürlich immer eine gute Sache und eine Chance, um dann hinterher mehr innere Ruhe oder mehr inneren Frieden zu haben. Das würde ich schon sagen, ja. Die Chance ist da. Du kriegst es aber trotzdem nicht geschenkt. Also diese ausgleichende Gerechtigkeit von, wenn dir eine Sache passiert, die wir gemeinhin als nicht wünschenswert oder negativ bewerten, ist es nicht so, dass das Leben dir automatisch andere tolle Sachen schenkt. So ist es nicht. Ich kenne einfach auch zu viele andere Geschichten, als dass ich das glauben würde. Aber die Chance ist auf jeden Fall da für viele Menschen, ja. Was würdest du der jungen Dörte, die damals mit 25 ihr Geburtstag gefeiert hat, so in dieser Zeit vor der Diagnose, was würdest du ihr sagen und unterstützen in den Situationen, wo es ihr nicht gut geht? Wie würdest du sie? Was würdest du die heutige Dörte sagen? Wenn ich das könnte und sie das dann auch annehmen könnte, das weiß ich ja nicht, ob sie das, ne? Also, ja, aber ich würde ihr sozusagen das Gefühl geben, es ist wirklich alles gut. Am Ende ist es irgendwie auch alles in Ordnung. Und ich würde ihr sozusagen das Vertrauen geben, dass immer auch wieder eine Tür aufgeht und dass sich Chancen ergeben. Meine Mutter, die hat immer, das war so ein bisschen naiv, einfältig vielleicht auch, aber es war sehr schön. Die hat immer gesagt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das hat mich natürlich auch ohnehin sehr geprägt, dass sie mir das als Kind schon immer gesagt hat. Und aber in diesen dunkleren Stunden, ich glaube, was mir damals noch gefehlt hat, ist anzuerkennen, dass das auch seine Berechtigung hat und dass das auch normal ist und dass das ganz in Ordnung so ist.
du hast ja gesagt, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Nein, bin ich nicht. Und deshalb fällt es mir auch immer noch ein bisschen schwer, ja, irgendwie Momente, ja, in Ordnung zu finden, wo es mir nicht so toll geht oder wo ich schlechte Laune habe oder wo ich traurig bin oder so. Die andere Seite mag ich einfach immer noch sehr, sehr viel lieber, aber das war früher ganz viel ausgeprägter. Und der Junge Leute zu sagen, auch das gehört dazu, Yin und Yang, Licht und Schatten, das gehört einfach zusammen. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Vielen Dank, Dörte, für dieses Gespräch und dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Es war mir ein großes Vergnügen, Janina. Du hast wunderbare Fragen gestellt. Also das finde ich schön, wenn ich selber einfach nochmal richtig nachdenken muss und nicht schon sozusagen sofort die Antwort auf deine Fragen weiß, sondern auch wirklich nochmal drüber nachdenke, im Reden. Also für mich war das ein tolles Gespräch. Dankeschön. Das war Janina Urusova und das Projekt In Your Moccasins. Schauen Sie bei uns mittwochs rein, schauen Sie in sich hinein und schauen Sie zuversichtlich in die Zukunft.